Hi, ich bin Dominik, ich bin 29 Jahre alt und arbeite seit 8 Jahren am DHL Hub Leipzig. Ich habe, vielleicht sieht man das ja hier, ein bisschen Technik umgeschnallt, weil ich euch heute mitnehmen möchte auf eine typische Schicht von mir. Ich hoffe zumindest, sie wird typisch. Ich mache das zum ersten Mal mit so einer GoPro und mit der ganzen Technik. Ich hoffe, das wird was. Ja, wie ihr vielleicht schon erkennen könnt, warte ich hier auf die Bahn. Das ist auch ganz vorteilhaft, weil die DHL unsere Jobtickets, die wir von der DHL gestellt bekommen, zu einem großen Teil die Fahrtkosten davon übernimmt. So, wir sind in Schkeuditz, wir sind angekommen und jetzt geht's mit dem Shuttlebus hoch zum Hub. So, wir sind angekommen, wir sind da. Jetzt heißt es umziehen und dann melde ich mich gleich wieder. So, wir sind jetzt im Security-Bereich. Hier wird jeder Kollege nochmal durchgecheckt. Das ist eine Ausnahme, dass ich hier filmen darf. Da bin ich den Kollegen schon mal sehr dankbar für. Und jetzt werde ich gleich mit der GoPro noch mal ein bisschen mitfilmen. Und dann sehen wir uns hinter der Security-Schleuse. So, jetzt sind wir einmal hinter der Security-Schleuse. Wir sind im Herzen des Hubs. Im ganzen Terminal ist Westenpflicht, weil wir Stapler und Schlepperfahrer da haben. Deshalb muss man immer gut zu sehen sein. Ich habe gerade noch gesehen, dass meine Handschuhe mal wieder ausgewechselt werden können. Da gehen wir jetzt noch mal in den Equipmentraum, tauschen noch mal Handschuhe und dann geht's ins Terminal. Moin! Ich bräuchte einmal neue Handschuhe. Dankeschön. Dankeschön. Ruhige Schicht euch. Tschüss. So, und bevor es reingeht, einmal die Zeit erfassen und dann geht's rein ins Terminal. So, noch sind die Stellplätze alle leer, aber das wird sich in ein paar Stunden getan haben. Wenn die Sonne untergeht, erwacht das Hub. So, solange wir noch ein bisschen unter uns sind, würde ich euch gerne mal kurz die ganzen Teilbereiche des Offloads vorstellen. Unter anderem sind das Offload oder die Koi-Strecke. Hier werden die Flugzeugcontainer von uns händisch ausgeladen. Die Fracht wird auf diese Bänder aufgelegt und wird durch die Sortieranlage oben den jeweiligen Reloads zusortiert. Dann haben wir unser NMIV, unser Computer. Hier werden sämtliche Container eingescannt und wieder ausgescannt, damit auch wirklich jeder Container und jedes Packstück im System verbucht wird. Bevor der Container aber eigentlich im Offload landet, wird er von unseren Tech-Mitarbeitern auf unser Rolldeck hier gezogen. Hier sind überall kleine Rollen drin. Für den geübten DHLer ist das kein Problem mehr, hier zu laufen. Aber am Anfang ist das so ein bisschen Holiday on Ice. So, und dann werden die Container, wie sie jetzt hier schon alle drin stehen, wir sind am Anfang der Schicht, in die Stands reingeschoben. Wir haben 8 Stück, 8 Koi-Stands. Und da hinten dann nochmal das N2, da gehen wir gleich hin. Und das Deck ist im Grunde dafür verantwortlich, die vollen Container reinzustellen und die leeren Container dann wieder rauszuziehen. Das sehen die Kollegen oben
an diesen Leuchten. Die blinken dann nachher, sollte der Container leer sein. Oder es ist noch NCY drin, damit die Kollegen hier auf dem Deck genau wissen, was sie zu tun haben. So, und das haben wir schon am Anfang gesehen. Das ist unser NCY-Bereich. Hier werden die Container reingestellt. Auch jetzt, wir sind noch am Anfang der Schicht. Hier stehen noch andere Container drin, damit wir mehr Platz haben auf dem Deck. Hier werden Container reingestellt, in denen sich Fracht befindet, auf Paletten. Sehr schwere Fracht, sperrige Fracht. Die wird dann hier mit Hilfe der Stapler ausgeladen. Und die Fracht, wenn sie denn den Anforderungen entspricht, wird hier auf unserem Lachssystem einmal hochgefahren und dann wie die kleinen Frachtstücke auf einer separaten Bandanlage durchs ganze Terminal gefahren und dann in die jeweiligen Reloads zusortiert. Und was hier aussieht wie der Motorraum der Enterprise, ist unser Small NCY-Bereich. Wir sehen das schon, ich bin unterhalb der Koi-Strecke. Und wenn wir im Koi Fracht haben, die sperrig ist, aber leichter als 31,5 Kilo, wird diese Fracht über diese Rutschen einmal hier runtergebracht, läuft dann automatisch bis hier vor. Das wird dann von einem Kollegen abgescannt, fast so wie im NCY, abgescannt und mit Hilfe von diesem Sauger in die jeweiligen Cache einsortiert. Auch hier, wir sind noch am Anfang der Schicht, das wird sich während der Schicht hier noch alles wandeln. Das wird hier alles viel voller werden. Und wenn wir die Zeit haben, werde ich da auch mal runter gucken, werde hier ein paar Aufnahmen machen, dass wir mal das hier alles in Action sehen. So, 1 Minute haben wir noch. Das ist die Saskia, die wird mich heute unterstützen. Wenn auch mal Kamerafrau spielen. Wird Spaß machen, ne? So, wunderbar. Die Schicht hat angefangen. Ich hoffe, man versteht mich auch gut. Wir haben es um 9. Die Container stehen alle schon drin. Die Kollegen fangen an mit auszuladen. Und das machen wir jetzt auch. Die Kollegen, hatte ich ja vorhin schon im Video erklärt, haben die Container schon reingezogen. Der hier ist jetzt noch zu. Den haben wir auch bisher erstmal zugelassen, damit wir euch jetzt mal zeigen können, wie wir die eigentlich aufmachen. So. Dafür ziehen wir uns noch Handschuhe an. Und dann darf die Kamerafrau einmal mitkommen. Die Container haben hier unten alle, wenn der Container festgemacht worden wäre, was er noch nicht ist, aber das ist alles kein Problem. Das ist Live-Fernsehen. Das ist Live-Fernsehen. Jetzt ist er zu. Jetzt ist er fest. Er ist fest. Dann kann die Kamerafrau noch mal hier rankommen. So, was ich gerade eben schon sagte. Hier unten sind Verschlüsse dran. Die machen wir erstmal alle locker. Ja, hier ist ein bisschen Spannung drauf, man sieht schon, der Container hat einen kleinen Bauch. So, da haben wir die unten schon offen. Jetzt machen wir noch die in der Mitte auf. Jetzt öffnen wir noch die Seitenverschalung. Oh, da sieht man schon die Fracht. So, die Plane wird einmal hochgeklappt und dann wird sich ein Bild über den Container gemacht. Hier in dem Fall ist die Fracht ein bisschen verrutscht, das macht aber nichts. Wir schauen erstmal, was ist im vorderen Bereich des Containers. Haben wir vorne irgendwelche Gefahrgüter, haben wir Zeitsendung, das haben wir jetzt in dem Container nicht. Zumindest sehe ich das jetzt hier nicht in dem Moment. Und wir haben keine besonderen Informationen über den Container, das heißt, wir können den jetzt ganz normal ausladen. So, der Container ist leer. Die Kollegin drückt auf den Knopf und die Lampe leuchtet durchgängig.
Der Kollege weiß, was zu tun ist. Er zieht raus, er ist leer. Die schließen den Container. Und wir bekommen einen neuen. So, da sind wir vorhin noch nicht so drauf eingegangen. Aber die Säcke, die sich hier drin befinden, das sind alles Flyer-Säcke. Worauf wir zu achten haben, ist bei den Säcken diese Verschlüsse. Wir haben hier immer einen 3-Letter-Code vorne drauf. In dem Fall ist es EMA. Das sind die East Midlands. Und zum Beispiel hier JFK ist für New York. Was wir vorne eigentlich ausladen an dem Direktband, ist Leipzig und Europa. Das heißt, alles, was mit Leipzig, LEJ oder EUR gefleckt ist, das würden wir da vorne auf das Direktband legen. Das ist nun gerade nicht möglich. Also werden wir sämtliche Säcke in die Totbins legen. Wir müssen nur gucken, wenn sich Pakete in den Säcken befinden, die müssen wir dann aufmachen. Genauso wie bei diesen Säcken hier. Das sind TDX, das sind Zeitsendungen. Die müssen definitiv als erstes raus. Aber an sich erstmal die Säcke und dann die normalen Pakete. So, einmal Container in Übergröße, unsere AMXer, doppelstöckig. Wir fangen natürlich erst oben an auszuladen und dann unten. Andersrum wäre ziemlich gefährlich. So, und auch das gehört dazu. Bei uns hat sich irgendwas unterm Band verklemmt. Jetzt fährt es gar nicht mehr. Die Technik war gerade schon da, hat es begutachtet. Unser Band ist jetzt auf ausgestellt. Da werden wir jetzt einfach mal den Stand wechseln. Meine Kollegin ist schon da hinten. Da wird dieser Stand heute nicht mehr befahren. Und der Container kommt woanders mit rein. So ist das nun mal, das ist Technik und Technik kann auch kaputt gehen. So ist das. So, neuer Stand, neues Glück. Wir sind jetzt auf der 116. Der 118 vorne ist jetzt dicht. Und da laden wir jetzt einfach hier weiter aus. Wir finden für alles eine Lösung. So, noch einmal Szenenwechsel. Ich glaube, der Container ist den Leuten noch bekannt. Die Technik war hier. Bitte, Saskia, du darfst. Die Technik. Unser Freund und Helfer. Ja, da können wir jetzt hier oben wieder weiter ausladen. Ein paar Stückchen waren ja noch drin. Das da oben muss noch raus und dann können wir hier unten weitermachen. Aber so ist das hier. Hier werden Lösungen geschaffen. Und das hat, naja, vielleicht eine Viertelstunde gedauert. Mehr nicht. Also so gehört sich das. Sehr schön. So, der Container ist oben leer. Jetzt können wir unten ausladen. Und da kann die Saskia uns mal zeigen, wie man den Container stilvoll öffnet. Guckt euch das an hier. Stilvoll. Sehr schön. Dann fangen wir mal an hier. So, jetzt haben wir hier eine Sendung, die ist zu groß für unsere Totbins. Die ist leider auch kaputt. Das heißt, sie geht ins Repack. Aber da wir die nicht über die Bandanlage schicken können, schicken wir die jetzt runter ins Small. Da zeigt mir jetzt mal die Saskia, wie das geht. Stilvoll, genau. Ja. Schicken wir das einfach nur hier runter. In den Bereich. Das fährt einmal bis davor. Die Kollegin nimmt das ab. Scannt das ab und dann wird das in die Cage eingelagert. Und dann können wir jetzt hier weitermachen. So, es ist 11:30. Ich habe Pause.
Saskia, ich mache Pause. Danke. Kuckuck. Heiko, wir machen Pause. Einmal Pause.